Wo wir eigentlich wieder bei dem Punkt sind, je höher die Verdächtigungen steigen, umso tiefer das Schweigen, das Verharmlosen, das Verniedlichen, womit ein enormer Handlungsspielraum freigegeben wird, womit die obere Ebene erpressbar und kontrollierbar ist. Wenn ich mal nicht so ein Sturkopf wäre, alter Schwede. Boah. Forscher, die weltweit Daten zusammentragen, mit denen die Unbedenklichkeit der Covid-19-Impfstoffe in Frage gestellt werden, erheben ebenfalls schwere Korruptionsvorwürfe gegen die WHO, vorgetragen im vergangenen Jahr 2023 vor dem Europäischen Parlament in Brüssel und in Straßburg. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn das alles nicht stimmen würde und es da oben so harmlos und so fair und menschenfreundlich zuging, wie es stets suggeriert wird. Aber auch hierbei muss man die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es anders ist, als man denkt oder als man stets angenommen hat. Doch selbst wenn es nicht stimmen würde, es kann doch nicht sein, dass ein einzelner Mensch einziges Stimmrecht erhalten soll über die Menschen der ganzen Welt. Was ist das? Wenn ich nicht so ein Sturkopf bin. Ich werde im kommenden Februar 64 Jahre. 1980 wurde ich das letzte Mal geimpft. Es war eine Grippeimpfung. Ich arbeitete in einem familiengeführten Pharmaunternehmen und man legte mir diese Impfung nahe. Danach wurde ich so krank wie niemals zuvor und habe gesagt, nie wieder. Weder eine Grippeauffrischimpfung noch Polio oder sonst irgendwas. Ich habe großes Vertrauen in meine Gesundheit, für die ich alleine Verantwortung übernehme. Ich alleine entscheide mit allen Konsequenzen, was ist gut für mich und was nicht. Und ich alleine entscheide, was ich einnehme und was nicht. Und ich lasse mir nicht von mutmaßlichen Verbrechern diktieren, was ich einzunehmen habe oder nicht.